leben und arbeiten in Australien und das visumsfrei. Wenn auch das schon immer dein Traum war, dann gibt es gute Nachrichten, denn Australien und die Europäische Union planen ein weitreichendes Personenfreizügigkeitsabkommen. Australien, keine Frage, ist eines der Traumländer, wunderschöne Natur, super Wetter, ein tolles Land am anderen Ende der Welt. Und wenn man hier so hört, was im Osten Europas passiert und die Bedrohungslage genauer analysiert, die sich einem hier so jeden Tag präsentiert, da kann man schon Lust bekommen, so ganz ans andere Ende der Welt abzuhauen und das dunkle Traum Europa hinter sich zu lassen. Bisher war es für Europäer relativ schwierig, in Australien ein Arbeitsvisum zu bekommen und sich dort dauerhaft aufzuhalten. Aber das kann sich nun möglicherweise ändern, denn die Europäische Union und Australien planen ein weitreichendes Handelsabkommen und Teil dieses Handelsabkommens ist Personenfreizügigkeit. Ja, du hast völlig richtig verstanden, einen Status, wie du ihn nur aus der EU kennst, dass du als EU-Bürger in jedem anderen EU-Land arbeiten kannst, das soll möglicherweise in Zukunft auch auf Australien ausgeweitet werden. Du kannst dann ohne Visum bis zu 4 Jahre in Australien leben, dort arbeiten und kannst dann natürlich deinen temporären Status auch in einen Daueraufenthalt umwandeln. So viel ist aus den Verhandlungen durchgesickert. Und natürlich Australier können die gleichen Freiheiten dann auch in der Europäischen Union genießen. Ich war ziemlich überrascht, ehrlich gesagt, dass die europäische Presse, insbesondere die deutsche Presse, dazu eigentlich fast gar nichts geschrieben hat. Aber in Australien ist das Ganze Big News. Ich möchte dir zum Beispiel mal folgenden Artikel zeigen. Hier ein Artikel der australischen Webseite news.com.au und zwar vom 12. Januar 2026. EU offering easier access for Australian workers in trade play. Australians could live and work freely in the EU under an offer put forward by the bloc as it tries to close Canberra on an elusive Trade Deal. Also hier wird das Ganze so beschrieben, dass dieses Angebot vor allem von der EU ausgeht. Man will unbedingt dieses Freihandelsabkommen mit Australien sichern und möchte das der australischen Regierung damit versüßen, dass man eben Australien die Möglichkeit bietet, in Europa zu arbeiten. Gerade viele junge Australier träumen davon, einmal auch das alte Europa hautnah zu erleben, dort sich aufhalten zu können, dort arbeiten zu können, wenigstens temporär. Und dieses Abkommen, das wie gesagt momentan noch in Verhandlung ist, man weiß ja nicht, wie lange diese Verhandlungen noch gehen, dieses Abkommen soll das möglicherweise Realität werden. Im Artikel heißt es weiter, Australians may be able to live and work freely in the EU under a two-way mobility scheme put forward by Brussels, sources familiar with the offer say. Also gut informierte Quellen sagen offensichtlich, dass hier gegenseitige Personenfreizügigkeit gewährt werden soll. The scheme would make it easier for Australians to move to EU countries for work without needing a job secured in advance. Also man muss kein Jobangebot haben in Europa und auch kein Job natürlich dann in Australien, um dorthin ziehen zu können. Etwas, das ja für viele bisher ein großer Hinderungsgrund war, wenn man von einem Wegzug nach Australien geträumt hat, dass man eben dort ein Jobangebot von einem Arbeitgeber braucht. Und das wird mit diesem Trade Deal möglicherweise nicht mehr der Fall sein. Und jetzt der wichtige Punkt für dich als EU-Bürger, als Deutscher oder Österreicher. The same options would be open to EU citizens looking to move to Australia. 4-year limits have been floated with possible settlement options according to one European source. Also, ein Europäer, der zu den Verhandlungen Bescheid weiß, hat gesagt, dass möglicherweise bis zu 4 Jahre ein solcher Aufenthalt möglich ist, aber dass man diesen temporären Status dann auch in eine Daueraufenthaltsgenehmigung umwandeln kann. The Albanese government is considering it, with Australian sources saying it would help fill labor gaps with workers trained to similar standards such as builders. Albanese, das ist der australische Premierminister, er ist Sozialdemokrat und seine Regierung wägt dieses Angebot der Europäischen Union gerade ab. Vorteile für Australien wäre laut Meinung der Regierung ein möglicher Zuzug von gut ausgebildeten Fachkräften, die dann helfen würden, den Fachkräftemangel zu beseitigen. Weiter geht's im Text. Newswire understands the scheme was offered as a sweetener to get Canberra over the line on an elusive free trade deal. Also hier scheint es so zu sein, dass die Europäische Union das nochmal angeboten hat, das nochmal draufgelegt hat, zusätzlich bei diesem Deal, damit Canberra endlich unterschreibt. European sources said a deal with Canberra was now Brussels' top priority, with one saying it was the next cap of the rank. Also nachdem es ja nun so zu sein scheint, dass man das Mercosur Agreement mit den südamerikanischen Staaten unterzeichnet, ist wohl
dieses Freihandelsabkommen mit Australien die nächste große Priorität der EU-Kommission. Was ist nun von dieser möglichen Personenfreizügigkeit zu halten? Also grundsätzlich natürlich eine tolle Sache. Wie gesagt, Australien ist ein fantastisches Land. Man kann jedem nur empfehlen, gerade jungen Leuten dort eine gewisse Zeit zu verbringen. Das ist eine hervorragende Erfahrung, die dein Leben sehr bereichern wird. Die Sicherheitsaspekte hatten wir ebenfalls schon angesprochen. In fast allen wissenschaftlichen Studien, wo Weltuntergangsszenarien tatsächlich wissenschaftlich überprüft werden, kommt man zu dem Schluss, dass Australien und Neuseeland eine der wenigen sicheren Locations sind, selbst wenn man so Szenarien bedenken würde wie den Dritten Weltkrieg. Und ist ja auch kein Wunder, Australien ist ein riesiger Kontinent, der extrem dünn besiedelt ist. Man muss natürlich wissen, dass ein Großteil von Australien auch Wüste ist, aber dennoch gibt es hier gigantisch viel Platz. Steuerlich gesehen ist Australien nicht unbedingt sehr attraktiv. Momentan ist es so, dass wenn man nur einen temporären Aufenthaltstitel hat, und das wäre ja auch in diesem Fall gegeben, sind ausländische Einkünfte steuerfrei. Das wird sich aber möglicherweise ändern. Dann gibt es in Australien ebenfalls keine Erbschafts- und Schenkungssteuer, aber alles andere ist eigentlich ziemlich schlecht in Australien. Da kann man schon sagen, das ist mindestens genauso schlecht wie in Deutschland. Also steuerliche Gründe sollten jetzt nicht die richtige Motivation, um dorthin auszuwandern. Australien hat auch eine Wegzugssteuer nach österreichischem Stil. Das heißt, du musst eine Wegzugssteuer bezahlen auf nicht realisierte Kapitalerträge, die dein gesamtes Kapitalvermögen betreffen, inklusive Aktien, Krypto etc. Also mal angenommen, du ziehst nach Australien, kaufst eine Aktie für 100 Euro, und nach 4 Jahren verlässt du Australien und diese Aktie ist 200 Euro wert, dann musst du auf den nicht realisierten Kapitalertrag, also die 100 Euro Wertzuwachs in Australien, Wegzugsteuer bezahlen. Hier ist also tatsächlich eine sinnvolle Vermögens- und Einkommensplanung absolut vonnöten, vor allen Dingen, wenn du vermögend bist. Jetzt müssen wir also warten, wie sich diese Verhandlungen weiter ergeben. Zum Teil ziehen sich solche Verhandlungen ja über Jahre hin. Wir haben das ja bei verschiedenen Freihandelsabkommen jetzt gesehen. Bestes Beispiel Mercosur. Das heißt, man kann ja noch keine Prognose wagen, wann es tatsächlich zu einem Abschluss kommt. Und dann wissen wir natürlich auch nicht, ob diese Personenfreizügigkeit dann Teil des Abkommens wirklich sein wird und wie das dann am Ende ausgestaltet wird. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass es auch in Australien nicht nur positive Stimmen dazu geben wird. Ich meine, wenn man sich vor Augen hält, dass ja möglicherweise bald die Ukraine EU-Mitglied werden wird, bin ich mir nicht sicher, ob jetzt alle Australier glücklich damit wären, wenn es auf einmal einen riesigen Zufluss aus Ländern wie der Ukraine nach Australien geben würde. Also, wie gesagt, der Teufel steckt wie immer im Detail bei solchen Verhandlungen. Aber natürlich, wenn du aus Deutschland bist, wenn du aus Österreich bist, gerade wenn du ein junger Mensch bist, wäre das natürlich eine tolle Gelegenheit, Australien einmal kennenzulernen, ohne sich jetzt mit allzu komplizierten Formalitäten belasten zu müssen. Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, egal ob es nach Australien ist oder in ein anderes Land, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Bei jeder Auswanderung gibt es immer erhebliche steuerliche Komplexitäten, gerade wenn du Unternehmer, Investor oder Freiberufler bist. Denken wir nur an die Wegzugsteuer, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht oder auch Themen wie zum Beispiel die Entstrickungsbesteuerung. Das sind Themen, mit denen wir uns seit vielen Jahren beschäftigen, aber natürlich auch mit weit reicheren Themen wie zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen weltweit und der Schutz deines Vermögens vor der Zugriffigkeit der EU. Ich selbst habe die EU schon vor 25 Jahren verlassen, leider nicht nach Australien, muss ich sagen. Ich bin in die Schweiz umgezogen und danach in einige andere Länder. Aber wie gesagt, ich habe es nie bereut, Deutschland und die EU verlassen zu haben. Und ich glaube, du wirst es auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.